Die verbotene Stadt in Peking. Kann man da einfach mit seinem Auto hinfahren? Nach fast einem Jahr auf der Straße mit unserem selbst ausgebauten Wohnmobil sind wir endlich in China angekommen. Dort eingereist fahren wir nach Peking, um die verbotene Stadt, die doch gar nicht so verboten ist, zu entdecken. Was wir dabei alles erlebt haben, zeigen wir euch jetzt. Hi, wir sind Andi und Myri und mit unserem selbst ausgebauten Wohnmobil Jenny dokumentieren wir hier unsere Reise nach Asien. Hallo und Ni Hao aus China. Dieses Mal aus Peking. Nachdem wir beim letzten Mal von der Mongolei nach China eingereist sind und auch da schon wundervolle Erlebnisse hatten, ging es dieses Mal für uns in die riesengroße Hauptstadt, in die zweitgrößte Stadt dieses unfassbar großen Landes. Was ich unbedingt mal wollte, ist bei Nacht durch Beijing fahren. Das finde ich ist eine angemessene Herausforderung für meine Autofahrkünste. Oh, Myri, was isst du denn da? Das ist mit rote Bohnen oder so ähnlich. Auf jeden Fall schmeckt es gut. Sehr gut. Frühstücktime. Angekommen in Peking und nach einem gut französisch-chinesischen Frühstück haben wir uns aufgemacht Richtung verbotene Stadt. If you want to go here to the main city, maybe, I don't know. And then it's just 6 yuan. I love the something. Wir nehmen die Liniennummer. Also erstmal, das ist die Übersichtskarte. Und dann wollen wir Linie Nummer 1 nehmen, das ist die rote Linie hier. Hier drüben sind wir, das entspricht dann dem Punkt da unten. Und wenn wir hier in die Innenstadt wollen, 6 Yuan. 80 Cent. Das ist ja cool. Ich glaube, das gibt es auch im Flughafen München, aber hier gibt es das wohl auch. Diese Einsteighilfen. Damit man ja nicht irgendwo gegen die Fensterscheibe läuft. Sind wir das letzte Mal solche Verkehrsmittel gefahren? Lange her. In Istanbul war das. Ja? Da sind wir einmal Metro gefahren. Ja? Nach so langer Zeit Steppe und Einsamkeit in der Mongolei war China hier erneut so ein riesiger Kontrast für uns. So viele Menschen, so viele Autos, so viele Häuser und das, obwohl noch nicht mal Nationalferien waren. Das Ganze hat uns völlig überwältigt und wir wussten nicht, sind wir jetzt überfordert, freuen wir uns, finden wir es doof, wir wussten es einfach nicht. Es war einfach unfassbar viel. Wo sind wir, Myri? Wir sind in der verbotenen Stadt in Beijing. Früher durfte man hier nicht her, weil es war nur der höheren Schicht gegönnt. Und jetzt ist es offen für alle. Wie man hinter mir sehen kann, sind dort traditionell angezogene Chinesinnen. Davon gibt es ja voll viele. Und diese
traditionellen Gewänder sind sehr, sehr vielfältig und sehr kunstfertig. Das ist schon ziemlich cool. Ui. Da sind sogar Fische drin. Oder Miriam? Ich würde sagen, wir haben den prunkvollsten Ort gefunden, den wir auf dieser Reise jeweils haben. Wobei Platz 2 ist da markant mit dem Registrar. Hier noch eine Info zu den traditionellen Roben der Chinesinnen. Wenn man sich so kleidet, kommt man zu jeder Touristenattraktion für umsonst rein. Das heißt, man zahlt dann keinen Eintritt, denn die Chinesen möchten ihre eigene Kultur mehr fördern. Finde ich ziemlich cool. Ich meine, stellt euch doch mal vor, dass jeder, der einen Dirndl oder eine Lederhose tragen würde, umsonst im Schloss Neuschwanstein reinkommen würde. Ich würde es ziemlich feiern. Die verbotene Stadt heißt auch auf Chinesisch Alter Palast oder ehemaliger Palast. Und dort haben dann bis 1911 die chinesischen Kaiser und die Dynastien Ming und Qing regiert. Und das Lustige ist, ab dem Jahr, in dem ich geboren wurde, 1987, wurde sie von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Es ist wirklich ziemlich markante Architektur. Das ganze Grundstück ist sehr, sehr rechtwinklig angelegt. Die ganzen Häuser haben alle diese gelb-goldenen Dächer gehabt früher mal und jetzt sieht man sie immer noch im klassischen Ziegelsteinstil. Also wir haben ja heute den 6. September und bald fängt ja auch in München das Oktoberfest an. Ich habe gerade festgestellt, dass es hier diese wunderschönen, vielfältigen, traditionellen Gewänder gibt und die erinnern mich an die ganzen Dirndl in München bzw. in Bayern, wenn das Oktoberfest startet. Das ist ziemlich groß hier. Und drumherum diese Millionenstadt, die einfach links und also rechts und links nicht aufhört. 22 Millionen Einwohner. Wir stehen hier vor der Halle der Vereinigung und damit ist jetzt nicht irgendein Reich gemeint, sondern es geht darum, dass Yin und Yang sich in dieser Halle symbolisch vereinigt haben. Es ist total verrückt. Wir betreten jetzt den Imperial Garden. Hier stehen Bäume, sehr schöne Bäume und die machen es direkt kühler. So viel kälter hier, ja. Toll. Und Schatten vor allem. Schatten ist auch entscheidend. Der imperiale Garten war übrigens unser Highlight in dem ganzen Palast. Der war nicht nur wunderschön angelegt, sondern hier waren auch nochmal Gebäude erbaut worden, die architektonisch ganz besonders herausgestochen haben. Wo gehen wir hin? Also meine Frau braucht dringend Kaffee, hat sie gesagt. Und es gibt drei Optionen. Ellie Kaffee. Und dann gibt es Chungjiang-Tiangmo. Und dann gibt es Coffee Bar Restaurant. Denkst du hast das zweite richtig ausgesprochen? Chungjiang-Tiangmo. Oh, hallo, du lebst in einer Kokosnuss. Wie süß seid ihr dann?
Was hast du jetzt bezahlt? 10 Euro. In der Hauptstadt von China haben wir bis jetzt unseren teuersten Kaffee auf der ganzen Reise. Ja, Also 2 Eiscappuccino, 10 Euro. fast, nicht ganz. Ja. 9,90 Euro. So, das hier ist ein Coffee to go. Ein Iced Cappuccino und hier steht Smile, have a good day. Und jetzt gehen wir darüber in den Park und machen Smile is a good day. So, wir genießen jetzt für 2 Yuan, das sind ungefähr 25 Cent Pro Person? pro Person, diesen Park mit unserem 5 € Cappuccino. Direkt hinter der verbotenen Stadt kann man einmal über die Straße gehen und dann ist schon direkt angrenzend dieser große Park. Dieser ist auch erhöht gelegen und man kann wie bei einer kleinen Wanderung so einen Hügel hinauf über lauter schön angelegte Stufen. Auf mehreren Ebenen findet man kleine Tempelchen und man hat von jedem aus einen schönen Überblick über die Stadt. Und das ist wirklich absolut beeindruckend für uns, weil das ist eine Millionenstadt und es gibt ein riesiges Grundstück, was exakt im Zentrum der Stadt liegt, von dem aus man in jede Richtung über die Stadt schauen kann. Unglaublich und sehr, sehr schön. Um einfach nur ein Gefühl für diese Stadt zu bekommen, können wir auf jeden Fall empfehlen, in diesen 25-Cent-Park zu gehen. 北海是不是北海在白的那个？白塔。哎，那这个白塔是呢？ Soweit das Auge reicht, wirklich nur Hochhäuser, Wolkenkratzer. Gigantisch. 现在天气炎热，注意防暑，不要过多停留，请快速拍照欢迎吃货。好，可以了。各位游客，现在好，谢谢。 Oh, unentschieden. Und hier kann man auch drehen. Boah, quietsch. Ist das hier ein Lückentext? Ich sag B. Was sagst du? Auch. Oh. Und dann kann man hier noch drehen. Das Gebetsmühlenprinzip wird hier umgesetzt. Ist das CO2? Weiß es nicht. Ah. Okay, gehen wir. Okay. Tschüss. Ich habe sehr alte Bonsai-Bäumchen gefunden. Leider ist mein Mandarin zu schlecht, als dass ich sagen kann, wie alt die sind. Die Stadt macht mich fertig. Egal, wo man hinguckt. Ein Gebäude ist schöner als das andere. Sie ist gigantisch groß. Die Menschen sind sehr nett und freundlich. Oh, es ist einfach ein bisschen zu viel. Hier sieht man solche Geldstücke von damals, Goldstücke. Und ich glaube, hier diese Leinen hat man so verwendet, dass man die durch die Geldstücke gefädelt hat. Und dann hat man sie quasi an der Leine gehabt.
Würde in meinen Augen Sinn machen, ob das so ist, keine Ahnung. Wir haben ein Auto zum Umbauen gefunden. Und das hier sind diese Wohnhäuser. Ja. Die sind hier sehr grau und sehr flach. Einen halben Kilometer nach der verlassenen Stadt, der verbotenen Stadt, sieht so aus. Das ist übrigens die Altstadt Pekings und wir haben im Nachhinein herausgefunden, dass die Gebäude nie höher als die verbotene Stadt gebaut werden durften, weswegen diese Gebäude so flach sind. Also die Seidenstraße ist hier immer noch. Zumindest ein Teil davon. Let's go to the mall. Was möchtest du ja alles kaufen? Lüfter, Ventilator, Festplatten und wir wollen essen gehen vor allem. Ja. Und ich brauche ein Reisdreieckchen, damit ich mal diese Onina-Nigiri, wie die heißen, machen kann. Ein Pikachu mit Schnuller. Auf diesen Dingern. Und da kommen die Hände rein, dann bleiben die Hände warm. Super. Ja. Komm nicht mehr klar, ich entscheide mich jetzt hier. Garlic Butter. Und für mich das Chicken bitte. Welche ist denn das Ja, Chicken? links daneben. Gleich links daneben. Das hier? Ja. Sie spricht nicht mal mehr, also es muss ziemlich gut sein. Wir waren noch kurz einen Abstecher an McDonald's machen, nur um zu gucken, nicht um zu essen. Was soll man sagen? Sieht genauso aus wie in Europa. Also Mobilität wird auf jeden Fall groß geschrieben. Es gibt hier sehr viele Busse hinter mir und es gibt auch überall Fahrräder zum Ausleihen und Mopeds. Auch hier hinter mir überall. So, wir stehen hier jetzt vor der U-Bahn-Station. Wir werden gleich die Linie 1 nehmen. Müssen wir erstmal auf eigene Faust ein Ticket kaufen und zum richtigen Ort fahren. Aber es gab Ticketschalter. Vor jeder Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gibt es einen Sicherheitscheck. Man wird wirklich einmal durchgescannt, was man in seinen Taschen hat. Genau. Wir wollen nach Tukwao. Das weiß ich noch. Ich will nämlich den Amount, Quantity, 2 Tickets. Next. Aha, und jetzt hier, oh cool, boah, wir machen jetzt richtig cool mit Alipay. So, Pay, Scan Code. Machen wir auch Print? Ja, oder? Ja. Sicher, sicher, wir sind ja hier Anfänger. Müssen wir was einscannen? Payment by scanning QR, Mobile App. Oh, okay, Anfängerfehler. Wir müssen scannen. Wow. Aha. Erledigt, ist dran. Take your ticket. Yeah! Wuhu. Wir haben es Und geschafft. die werden eingescannt und am Ende werden die auch wieder eingezogen, umweltbewusst, wie hier alle sind. Wir müssen die richtige Richtung aussuchen. Wir sind an diesem Tag erstmal zurückgefahren zu unserem Stellplatz, zu unserem Auto und das alles mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, die in Peking übrigens hervorragend funktionieren und sehr, sehr gut organisiert sind. Außerdem sind sie super erschwinglich und es ist wirklich darauf ausgelegt, dass sich jeder auch das Fahren mit den öffentlichen Verkehrsmitteln leisten kann. Was mir persönlich noch aufgefallen ist in Peking, ist Folgendes. Ich finde, dass die Stadt sich viele Gedanken darum gemacht hat und viel, viel Mühe gibt, mit Ressourcen schonend umzugehen und erneuerbare Energien mit einzubinden, zum Beispiel in den Stadtverkehr oder auch abends, wenn
Lichter beleuchtet, also wenn Lichter die Stadt beleuchten oder so. Was mir hingegen nicht so gefallen hat, ist jedes Mal, wenn wir einkaufen gegangen sind, dass in den Supermärkten unfassbar viel, überverhältnismäßig viel Plastik bei der Art und Weise, wie man die Produkte eben kaufen kann, verwendet wird. Ich sehe hier aber eher das Problem bei der Industrie und ja, es ist auf jeden Fall viel, viel, viel mehr als in Europa, das kann ich sagen. Noch ein kleiner Nachtrag zum Einkaufen und dem Plastikproblem. Es ist uns nicht nur in China beim Einkaufen aufgefallen, sondern eigentlich seit der Mongolei, wenn man einkaufen war. Und die Stimme aus der Zukunft kann sagen, dass es auch in Südostasien so komplett weitergeht. Wir waren zwar nur 2,5 Tage in Peking, aber wir haben so viel gesehen und erlebt, dass die ganzen Erlebnisse nicht in ein Video hineinpassen. Deswegen werden wir dazu noch ein zweites machen. Außerdem gibt es beim nächsten Mal ein authentisches Einkaufserlebnis und wir fahren bei sehr mystischer Stimmung nach Yuxian. Hier erstmal ciao, tschüss und auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.